Habe ich mitgenommen aus dem Laden. Einfach so. Sieht man ja, ist doch schon Eierschale dran. Eiersch hier, ja. Und wir müssen auch sehen, dass wir reinkommen, weil Fahrradfahren kann man ja bei jedem Wetter mit der richtigen Kleidung. Ich habe die aber nicht. Und darum gehen wir rein. Ne? So, wunderbar. Filmst du schon? Ja, Ja. dachte ich mir so, ne? Ja, moin erstmal. Ja. Hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Ja, dann nochmal ganz offiziell moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Das kann sein. So, ich muss noch eben einmal auf Toilette. Ja. Ja. Ja, und so wie das hier immer ist, kamen wieder die Zuschauer auf uns zu, haben gesagt, Mensch, habt ihr schon das neue D-Lite 4, das Rad für das ultimative Abenteuer, könnte man so sagen. Also ein D-Lite auf jeden Fall. Und natürlich haben wir das D-Lite 4. Also wenn nicht wir, wer sonst? Ich habe es mitgebracht. Und der ein oder andere hat auch schon überlegt, ist das vielleicht sogar das neue Super D-Lite? 1000 Wattstunden sind beim D-Lite 4 auf jeden Fall möglich. Und wenn wir uns mal die Anfänge vom Super D-Lite überlegen, dann gab es da auch schon 1000 Wattstunden mit 2 Akkus. Hier haben wir nur einen Akku. Aber wie kriegen wir das jetzt mit den 1000 Watt hin? Also mit den 1000 Wattstunden? All das erfährst du in diesem Video. Ich überlege noch, was ich zu diesem Rahmendesign sagen soll, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es macht einen super robusten Eindruck, es ist stabil. Dieses Fahrwerk oder dieses Rahmenkonzept sorgt für ein, ja, unvergleichliches Fahrgefühl. Weil das D-Lite 4 ist ein Rad aus der Control Technology Familie. Was heißt Control Technology? Falls du es noch nie gehört hast, ganz einfach übersetzt, vollgefedert. Der Hinterbau ist gefedert und ja, nicht zu übersehen, auch die Fahrradgabel oder die Vorderradgabel. Und du siehst das D-Lite 4 hier in der Farbe Tundra Grey Matt. Und diese Farbe kennen wir schon aus dem letzten Jahr, denn da gab es das Super D-Lite in genau dieser Farbe. Dreimal kannst du dich jetzt fragen, warum macht Rison Müller das? Warum gibt es jetzt dieses Rad auch in Tundra Grey Matt? Ja, die Frage können wir uns ganz leicht beantworten. Wahrscheinlich, weil die Farbe doch sehr, sehr beliebt ist. Und ich kann das auch bestätigen, weil wir im Laden natürlich auch das ein oder andere Super D-Lite verkauft haben in genau dieser Farbe. Und dass es jetzt das D-Lite auch in dieser Farbe gibt, ja, finde ich natürlich super. Apropos Daumen hoch, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du kein weiteres Video mehr verpasst, weil Neuigkeiten und so weiter gibt es immer wieder. Wenn du Fragen hast, gerne ab damit in die Kommentare. Und wenn dir dieses Video gefällt, lass schon mal einen Daumen hoch da, damit du es später nicht vergisst. Und das D-Lite 4, das fängt an, mir zu gefallen. Ich bin ja gerade eben auch da drauf gefahren und die wahre Kraft dieses Rades, die liegt wirklich im Antriebssystem. Und hier ist ein Bosch Performance Line CX Motor verbaut mit 85 Newtonmetern. Wie soll ich das sagen? Der Generation, also es ist die smarte Generation ist hier verbaut. Und auch wenn wir sagen, CX Motor gibt es schon Ewigkeiten. Ich bin hier drauf gefahren und ich behaupte, er fühlt sich noch besser an als die CX-Motoren, die wir davor schon so Test gefahren haben. Aber das kann auch am Gesamtkonzept vom Rad liegen. Aber wir gehen erstmal nochmal aufs Smart-System, gucken uns das nochmal kurz an und dann machen wir auch weiter mit dem Rad. Antriebssystem, damit wollten wir weitermachen. Hier ist der Bosch Performance Line CX Motor verbaut mit 85 Newtonmetern, also wirklich ein sehr kraftvoller Motor mit ausreichend Drehmoment. Und gerade eben habe ich gesagt, so, mir gefällt das Rad wirklich extrem gut und als ich drauf gefahren bin, noch mehr. Also der Motor fühlt sich tatsächlich ein klein wenig anders an und ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, liegt es nur am Update, dass man vielleicht auch die Motoren der Generation 4 einfach nur updaten muss, dass sie sich genauso anfühlen oder ob vielleicht doch das ein oder andere kleine Bauteil verändert ist. Vom Grundsatz, vom Äußeren würde ich sagen, der Motor ist nahezu identisch zur Generation 4, weil es gibt ja auch noch das normale D-Lite und D-Lite 4. Aber das nur am Rande. Wie gesagt, hier ist das smarte System verbaut und darum haben wir hier auch einen 750 Wattstunden Akku im Rahmen integriert. Der ist herausnehmbar, das machen wir auch einmal kurz.
Ein weiteres Highlight, was sich am D-Lite 4 verändert hat, was mir auch gar nicht aufgefallen ist, aber einen unserer aufmerksamen Zuschauer, die haben nämlich gefragt, oh, seit wann gibt es denn hier eine Staubkappe beim Schlüssel? Und da habe ich so gedacht, das weiß ich gar nicht. Und mir ist das vorher gar nicht bewusst gewesen, dass sowas vielleicht wichtig ist, dass wir eine Staubkappe am Schlüsselloch haben. Aber als ich das dann gelesen habe und gehört habe, war für mich sofort klar, ja sicher, das muss man doch schützen. Also es geht schon mal ein Schließzylinder kaputt, weil Dreck da drin ist oder Sand oder er geht nicht so leichtgängig. Und da ist dann so eine Staubkappe echt ideal. Ich finde es immer wieder schön, dass man sagt, so ja, wir haben ein neues Modell, wir haben auch eine neue Farbe, aber so Kleinigkeiten verbessern sich dann auch. Also Daumen hoch da, auch an Riese und Müller. Das ist der 750 Wattstunden Akku. Gibt es auch irgendwann mal einen 1000 Wattstunden Akku? Ich gehe davon ganz stark aus, dass es den irgendwann geben wird. Aber momentan beobachte ich auch einen Trend, dass Akkus eher kleiner werden, dass Motoren kleiner werden und so weiter. Und wenn du den Kanal schon lange verfolgst, dann weißt du auch, dass ich ein Fan bin von smarten E-Bikes. Aber hier geht es wirklich darum, das ist ein Rad für jeden, der wirklich ein Abenteuer mit dem Fahrrad erleben will oder einfach extrem viel fährt, weite Strecken pendelt, komfortabel unterwegs sein möchte. Für all diejenigen ist dieses D-Lite wirklich das absolut richtige Rad. Jetzt dazu, warum könnte es das nächste Super D-Lite sein? Weil es gibt zum 750 Wattstunden Akku noch einen Range Extender. Ein Range Extender, der gibt dir so ungefähr 50 Kilometer mehr Reichweite, also genau sagen kann ich es nicht, hängt ja auch immer davon ab, so wie stark ist mein Rad beladen, was für Strecken fahre ich, wie viel Wind, wie oft beschleunige ich, wie oft halte ich an und so weiter. Also nur damit du so ungefähr eine Nummer hast. Range Extender, wo lässt du den dann, fragst du dich vielleicht, und das ist ganz einfach. Der Rahmen, der hat hier verschiedene Möglichkeiten oder die Möglichkeit, eine Trinkflasche zu montieren. Und dieser Range Extender wird einfach auf die Trinkflaschenhalterung montiert. Akku, Motor haben wir vorgestellt. Da will ich dir natürlich das Display und die Bedieneinheit nicht vorenthalten, weil es gehört schließlich zum Antriebssystem dazu. Und hier siehst du das Kiox 300. Hier kannst du sämtliche Fahrdaten ablesen, wie Geschwindigkeit, Fahrzeit, alles mögliche. Theoretisch brauchst du für dieses Rad nicht mal ein Display. Aber ich möchte auch genauso sagen, theoretisch brauchst du für dieses Rad auch kein Smartphone, auch wenn es das Smart-System ist. Also das ist die eine Sache, und wenn ich sage, ohne Display funktioniert das auch, können wir ja auch einfach mal ausprobieren. Ich habe das Display jetzt abgenommen. Ich schalte das Rad trotzdem an und dann können wir hier zur Bedieneinheit gehen. Sieht man die? Sehr schön. Und wenn wir jetzt hier mit Plus und Minus den Fahrmodi wechseln, siehst du auch, alles klar, hier ändert sich die Farbe. Hier können wir schon so ein bisschen was ablesen. Genauso siehst du hier den Ladezustand vom Akku. Auch eine Schiebehilfe haben wir hier. Die möchte ich aber einmal zeigen, weil da gibt es wieder eine coole Funktion, die ich viel zu selten zeige in den Videos. Und ich glaube auch der ein oder andere weiß gar nicht, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe schon ein D-Lite 4, dass dein Rad das kann. Ich wollte die Schiebehilfe aktivieren, habe das Rad ausgeschaltet. Also an- und ausschalten, ganz einfach. So, und ich muss das Rad schieben, um die Schiebehilfe zu aktivieren. Und ich merke auch, so alles klar, das rollt mir aus der Hand. Und jetzt versuche ich, das Rad rückwärts zu schieben. Und ich habe hier so eine Rückfallsicherung, wenn ich wirklich mal den Knopf loslassen muss, von 9 Sekunden. Also ich halte das wirklich ganz leicht und das Rad fällt mir nicht aus der Hand. Das heißt, wenn ich wirklich mal an irgendeiner Schräge bin und ich muss den Knopf aus irgendeinem Grund loslassen oder anhalten, dann rollt das Rad nicht rückwärts, so wie es sonst der Fall sein würde. Also jetzt habe ich über 9 Sekunden gewartet, habe den Knopf losgelassen, das Rad ist rückwärts gerollt. Ja, mehr als 9 Sekunden lässt man den Knopf normalerweise auch nicht los, bevor es weitergeht. Oder in den 9 Sekunden kann man ja auch dann schnell die Bremse ziehen, damit das Rad nicht rückwärts rollt. Aber wenn man mal aus irgendeinem Grund aus Versehen den Knopf loslassen muss, ist das halt die Sicherheit, die du dann hast, dass das Rad nicht rückwärts den Berg runterrollt. Unkontrolliert. Und ich weiß ja, dass viele unsere Videos gucken, die auch vielleicht schon so ein D-Lite 4 haben oder generell
ein E-Bike haben mit Smart-System und dann kann ich an dieser Stelle sagen, probier das ruhig mal aus, mach dich mit der Funktion vertraut und hab Spaß. Fahrgefühl hat man auf jeden Fall auf diesem D-Lite 4, weil es gehört mit zu der Control Technology Familie und ganz einfach gesagt könnte ich auch sagen, das D-Lite 4 ist vollgefedert und das Fahrgefühl ist affengeil. Ja, und wie soll es auch anders sein, wenn wir vorne eine Fox-Federgabel haben, haben wir auch den Hinterbaudämpfer aus dem Hause Fox, auch mit Lockout-Funktion einstellbar über eine Luftkammer und so weiter. Also wirklich alles vom Feinsten und ja, mit diesem Fahrwerk wird auch eine raue Straße, wenn man das so nennen kann, also ein Fahrradweg ist ja manchmal nicht im optimalen Zustand, ja, wird zum Vergnügen mit so einem Fahrwerk zu fahren und selbst wenn du jetzt Offroad fährst, macht das mit diesem Rad wirklich richtig viel Spaß. Und man kann das wirklich so sagen, das D-Lite 4 ist bis ins kleinste Detail durchdacht, weil wenn wir uns hier mal wieder den Scheinwerfer angucken, nichts Unbekanntes, ein Supernova-Scheinwerfer, Modell M99 Mini mit Fernlichtfunktion, ganz einfach ja, zu aktivieren über den kleinen Taster hier am Lenker. Wenn ich damit bei Dunkelheit unterwegs bin, das ist Licht, so wie wir uns das an manchem Auto wünschen. Ja, und das Rücklicht, das ist nicht kaputt. Das ist hier die Bremslichtfunktion, mit der ich gerade gespielt habe, weil wenn wir schon Fernlicht haben, dann sollten wir auch für die maximale Sicherheit Bremslicht haben. Und wir gehen noch mal ganz kurz aufs Cockpit. Ich wollte nämlich einmal den Schalter vom Fernlicht zeigen. Ich finde das nämlich immer total beeindruckend und cool. Ich hoffe, man sieht das. Der leuchtet blau. Ich habe gerade noch ganz kurz gedacht, ob du das noch ansprichst in diesem Video, wie sonst auch, oder ob du es vergisst. Das Allerwichtigste, so diese Kleinigkeiten machen ja den Unterschied. Genauso wie hier auf der rechten Seite vom Rad oder vom Cockpit, da ist der Schalter für die Gangschaltung. Aber das Besondere hier ist, hier sind 3 Hebel. Wofür der dritte Hebel ist, dazu kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall ist hier die Rapid Fire für die Shimano XT11-Fachschaltung. Können auch noch mal einen Blick aufs Schaltwerk werfen. Ich kann es noch mal zeigen. Was soll ich dazu großartig sagen? Du siehst das schon. Hier ist eine 11-Fach-Kassette verbaut. Und wenn du dir die Bandbreite von dieser Kassette anguckst, die ist wirklich ausreichend groß. Also was meine ich damit, wenn ich sage ausreichend groß? Du kannst damit ganz bequem den Deich hochfahren oder auch einen kleinen Berg oder auch einen großen Berg. Also ich war auch schon mal in Österreich und habe die Lights auf den ein oder anderen Berg gesehen. Sowohl bergauffahrend wie bergabfahrend. Das geht mit diesem Rad. Und wenn du sagst, oh, ich bin nur beim Plattenland, wie ist das denn da? Weil die Light voll gefedert, das ist doch ein Mountainbike. Nee, nicht ganz. Also es ist schon ein Tourenrad. Ich sage ja eigentlich was für einen Abenteurer und damit kannst du eigentlich alles machen. Genauso auch schnell fahren, weil selbst im größten Gang auf gerader Strecke mit Rückenwind und bergab lässt es sich angenehm fahren und du kannst damit auch höhere Geschwindigkeiten erreichen als nur die 25, wohin dich das Rad unterstützt, sondern auch darüber hinaus. Wenn du, ist natürlich abhängig vom Fitnesslevel, aber kannst damit bequem auch über 25 fahren. Und gerade eben, als wir mit der Schaltung angefangen sind, habe ich ja gesagt, wir haben hier noch so einen dritten Schalter. Das ist, ja, das ist der Knopf, ich könnte sagen, für den Schleudersitz. Ganz nicht, aber so halb. Das ist die Bedienung von der Dropper Post. Wofür braucht man das eigentlich? Also es kommt aus dem Mountainbike-Bereich. Das ist der eine Einsatzbereich. So zum Bergauf- und Bergabfahren kann man den Sattel halt gerade beim Bergabfahren nach unten machen, beim Bergauffahren wieder hoch machen, dass man seine gewohnte Sitzposition hat. Beim D-Lite vermute ich, gehe ich ganz stark davon aus, ist das ein anderer Grund, warum hier eine Dropper Post verbaut ist. Und das ist das komfortable Auf- und auch wieder Absteigen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, hier ist noch ein bisschen Gepäck drauf und du hast den Sattel jetzt auch noch hier. Also das ganze Rad ist ja aufgrund seiner Vollfederung etwas höher. Und jetzt wollen wir da drüber steigen und das ist auch noch Gepäck.
könnten wir halt sagen, alles klar, wir machen erstmal den Sattel nach unten, dann können wir bequem draufsteigen und sobald wir losgefahren sind, machen wir uns den Sattel hoch auf unserer optimalen Sitzeinstellung und fahren ganz gemütlich weiter. Und wenn wir an der Ampel ranfahren, für den sicheren Stand, fahren wir den Sattel nach unten, können mit beiden Füßen auf den Boden oder halt auch wieder ganz bequem absteigen. So, das wollen wir uns auch noch einmal angucken. Das möchte ich auch niemandem vorenthalten. Hier ist ein Bordeaux X Plus 6000 im Lieferumfang, 90 cm lang. Ist ein praktisches Faltschloss und das Schöne dabei, das ist der gleiche Schlüssel fürs Schloss wie für deinen Akku. So, und fürs perfekte Abenteuer muss man ja auch immer ausreichend Gepäck mitnehmen. Darum hier wirklich ein sehr großer, massiver Gepäckträger. Ortliebtaschen kannst du dran bauen, wie du möchtest. Also da ist alles möglich. Und was hier auch eine coole Funktion ist, ist einmal die Vorbereitung fürs Mixsystem. Mixsystem, ich bin mir gar nicht sicher, ob es auf diesem Kanal schon ein Video gibt dazu, aber falls du mit dem Gedanken spielst und sagst, Mensch, ich will so ein D-Lite haben und ich habe da im Video was gehört von Mixsystem und Co., frag mal einen Fahrradhändler, der sollte es dir erzählen können, was du mit dem Mixsystem alles machen kannst, weil es ganz praktisch, kannst verschiedene Taschen und so weiter wirklich mit einer Art Schnellmontage, ja, schnell montieren und schnell demontieren. Systemgewicht. Und auch da geht es immer weiter und das ist auch ganz gut so. Hier hast du ein Systemgewicht von 150 Kilogramm. Das Rad wiegt ungefähr, nagelt mich da nicht drauf fest, 29 Kilogramm. Das bedeutet so Systemgewicht Fahrrad plus Fahrer und Gepäck darf maximal 150 Kilogramm leicht oder schwer sein. Das musst du jetzt entscheiden, ob du sagst, es ist leicht oder schwer. Und wenn du jetzt sagst, oh, Gepäckträger hinten, das reicht mir alles nicht, ich brauche noch mindestens eine Unterrohrtasche oder eine Oberrohrtasche und wer weiß was alles, Trinkflaschen und so weiter. Also das D-Lite 4, das lässt ja keine Möglichkeit offen, weil du kannst hier auch noch einen Frontträger montieren. Das ist dann nochmal eine Plattform, da kann dann auch nochmal ein Schlafsack drauf oder eine Tasche. Es gibt sogar von Riese und Müller eine Tasche für den Frontgepäckträger. Auch diese Zubehörteile findest du alle bei uns im Online-Shop unter shop.hogendorn.de. Ja, was soll ich sonst noch sagen zu dem Rad? Also meine Meinung ist wirklich, das ist ein absolut durchdachtes Rad, lässt keine Möglichkeiten offen. Da kannst du mit zur Arbeit fahren, da kannst du Fahrradtouren machen, da kannst du eine Radreise machen. Also es ist wirklich alles möglich. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Konfigurationen. Das heißt, du kannst auch wirklich sagen, so wenn dir die Kettenschaltung nicht gefällt, ich möchte unbedingt einen Zahnriemen, gibt es die stufenlose Enviolo-Nabenschaltung oder auch mittlerweile auch mit dem Smart-System kombinierbar ist die Rohloff. Und auch das kannst du mittlerweile so konfigurieren. Und wenn du jetzt sagst, so alles klar, so ein Rad hätte ich gerne, ich weiß aber nicht, welche Schaltung ist denn die richtige für mich oder ist das ganze Rad überhaupt das Richtige für mich, dann kann ich nur sagen, buch unter www.hogendorn.de einen Termin zur Fahrradberatung. Da wirst du einmal ausgemessen, sodass das Rad wirklich optimal auf deine Größe eingestellt werden kann. Und da können wir auch gucken, ob du wirklich von der Sitz- und Passform, ob du wirklich optimal drauf sitzen kannst. Und dann gehen wir auch noch ein paar Fragen durch, sodass du dir nachher auch wirklich zu 100% sicher sein kannst, alles klar, das ist genau mein Fahrrad. Und so kannst du dann auch wirklich maximalen Fahrspaß genießen. Und jetzt kann ich nur noch sagen, falls du es noch nicht gemacht hast, Kanal abonnieren, Daumen hoch da lassen, Kommentar schreiben bei Fragen und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos.